Die Landeshauptstadt Wiesbaden will sich mit Nachdruck für die Rechte von Menschen mit Behinderung einsetzen. Wir orientieren uns an der Behindertenrechtskonvention der UN und wir wollen viele Ziele erreichen mit den Menschen mit Behinderung. Wir haben verschiedene Handlungsfelder: Wohnen, Soziales, Bildung, Versorgung, Teilhaben, Mobilität, Barrierefreiheit. Alles dies können wir erreichen. Wiesbaden barrierefrei. Herzlich willkommen hier in Wiesbaden. Wir stehen also hier vor einem sehr schönen Modell. Gästeführerin Waltraud Keller beginnt ihre barrierefreie Stadtführung am Blindentastenmodell. Sehbehinderte und blinde Menschen können zahlreiche Sehenswürdigkeiten erspüren. Mobilität ist ein zentrales Element der Eigenständigkeit. Viele Bushaltestellen werden mit einer akustischen Ansage nachgerüstet, um Fahrplaninformationen für alle Menschen bereitzustellen. Sie befinden sich an der Haltestelle Sonnenberg-Hofgartenplatz, Linie 16 Südfriedhof über Hauptbahnhof, in 4 Minuten. Wiesbaden barrierefrei. Die hessische Landeshauptstadt begeistert mit einer Vielzahl historischer Villen und Gebäude. Diese Baudenkmäler bedeuten aber auch eine besondere Herausforderung. In den letzten Jahren wurde viel getan, um öffentliche Gebäude allen Menschen zu öffnen. Die Barrierefreiheit der Villa Schnitzler konnte hergestellt werden, ohne dass dieser Charakter des Gebäudes in irgendeiner Weise beeinträchtigt worden ist. Das wurde sehr gut abgestimmt mit dem Landesdenkmalamt und es musste auch innen umgebaut werden, und zwar in erheblichem Umfang. Und das wurde ganz hervorragend gelöst, dass sich historische Bausubstanz und moderne, barrierefreie Einrichtung miteinander harmonieren. Und so kommen auch die Rückmeldungen von den Nutzern, die sehr begeistert sind, dass das Gebäude jetzt allen zur Verfügung steht. Ich wünschte, es gäbe noch mehr Häuser wie die Villa Schnitzler. Das wäre für mich weitaus entspannter. Jürgen Bischoff vom Amt für Soziale Arbeit freut sich, dass er auch die Villa Schnitzler als barrierefreies Gebäude zertifizieren darf. Wiesbaden barrierefrei. Bei Neubauten ist Barrierefreiheit ab dem Planungsstadium selbstverständlich. Eva Brass kann ihren Arbeitsplatz dank Rampen, elektrischen Türöffnern und behindertengerechten Fahrstühlen erreichen, ohne auf Hilfe angewiesen zu sein. Sie betreut die Webseite Wiesbaden barrierefrei, die eine Menge Informationen bereithält. Auf der Internetseite pflege ich die Daten ein und schaue auch, ob die Daten aktuell sind. Und dann muss ich natürlich auch darauf achten, dass die Daten, die dort abgebildet werden, für alle Menschen mit Behinderung nutzbar sind. Die Seite ist auch barrierefrei. Eigenständigkeit für Menschen mit Behinderung setzt voraus, dass auch die Toiletten wie hier selbstständig erreichbar und benutzbar sind. Wiesbaden barrierefrei. Die Stadtführung hat das Kurhaus mit seinen mächtigen, strukturierten Säulen erreicht. Gleich nebenan wartet auch das Schiller-Denkmal vor dem Staatstheater darauf, ertastet zu werden. Wiesbaden barrierefrei. Die Webseite Wiesbaden barrierefrei gibt es auch als App. So lassen sich in der Stadt alle Einrichtungen auf einen Blick finden. Eine integrierte Routing-Funktion führt bequem und schnell zum gewünschten Ziel. Öffentliche Behinderten-WCs sind mit einem Euro-WC-Schlüssel zu öffnen, der europaweit in über 12.000 Schlösser passt. Im Rathaus trifft sich regelmäßig der Arbeitskreis der Wiesbadener Behindertenorganisationen und Interessengemeinschaften Behinderter. Jürgen Bischoff stellt einen taktilen Stadtplan vor, der eine bessere Orientierung ermöglicht. Ich
Ich gebe das jetzt noch mal rum, da können Sie mal wahrnehmen, wie so ein taktiler Plan dann für die Nutzer, sprich sehbehinderte und blinde Menschen, erfahren werden kann. Induktionsschleifen im Boden stellen sicher, dass auch hörbehinderte Menschen an der Diskussion teilnehmen und sich einbringen können. Und es gibt eine lange Liste von Sachen, die wir angeschoben haben und die letztendlich umgesetzt worden sind. Ich kann Ihnen gar nicht alles aufzählen. Es sind sehr viele Sachen. Wiesbaden barrierefrei. Sie sehen, seitdem die Landeshauptstadt Wiesbaden im Jahr 2003 der Erklärung von Barcelona beigetreten ist, hat sich viel getan in unserer Stadt. Aber es bleibt auch noch viel zu tun. Deswegen möchte ich gerne in der Zukunft mit dem Arbeitskreis der Behindertenorganisationen und allen beteiligten Personen noch intensiver dafür arbeiten, das Thema Barrierefreiheit weiter voranzutreiben. Wichtig ist mir dabei, dass allen Menschen in unserer Stadt die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in der Stadt ermöglicht wird. Wiesbaden barrierefrei.